Hallo ihr Lieben! Vor etwa 10 Jahren habe ich dieses Bild gemalt, ein magischer Zauberwald, und es ist überhaupt nicht schwierig nachzumalen. Ich habe das Video nochmal herausgekramt und neu vertont und mit Untertiteln in verschiedenen Sprachen versehen. Ich arbeite hier auf einem starken Aquarellkarton, den ich zunächst dünn mit Gesso grundiere. Anschließend wird alles gut getrocknet. Ihr könnt das aber auch auf einem Keilrahmen, einer Malplatte etc. machen. Ich brauche heute die 3 Primärfarben Gelb, Blau und Rot, dazu etwas Weiß. Das Papier sprühe ich zuvor wieder mit Wasser an. Anschließend trage ich die Farben dünn auf. Mit einem trockenen Pinsel verblende ich sie ineinander. Die Übergänge sind weich, die Farbe wird sehr dünn nur aufgetragen. Es ergibt einen sehr sphärischen Hintergrund. Anschließend wird alles wieder gründlich getrocknet. Ich möchte etwas drucken und stelle aus Kartoffeln Stempel her. Ich halbiere die Kartoffel, dann zeichne ich mit einem Filzstift oder auch mit einem Bleistift einfache Blattformen auf und diese schneide ich dann mit einem scharfen Küchenmesser oder einem Skalpellmesser heraus. Hier schneide ich noch ein paar Blattrippen hinein. Meine Kartoffelstempel bestreiche ich mit der Farbe und stemple munter drauf los in allen 3 Grundfarben und auch in Weiß. Auch Mischfarben können entstehen, zum Beispiel aus dem Blau und dem Gelb ein Grün oder aus dem Blau und dem Magenta oder dem Blau und dem Rot ein Lila. Ein Rosa aus dem Rot und dem Weiß oder auch ein Orange aus Gelb und Rot. Jetzt braucht ihr einen Spachtel oder eine alte Kreditkarte. Mit der Kante nehmt ihr Farbe auf. Ihr könnt auch mehrere Farben gleichzeitig auf die Kante aufnehmen und spachtelt damit Gräser auf die Fläche.
Die obere Partie lasst ihr frei. Nun mische ich etwas Weiß, Gelb und Wasser zu einer flüssigen Farbe und spritze mit dem Pinsel kleine Tupfen auf. Dann wird alles gut getrocknet. Mit einem Stück Kreide zeichne ich nun die Baumstämme vor. Diese werden zunächst mit einer weißen Farbe grundiert. Bäume, die weiter hinten sind, fangen weiter oben an und sind meist auch dünner. Nachdem die Stämme und Äste weiß gemalt sind, trockne ich sie. Dann nehme ich mir eine fertige Schablone, eine Plastikschablone, und tupfe schwarze Farbe mit einem Schwämmchen hindurch. Ich achte darauf, dass die schwarze Farbe nur auf die Stellen kommt, die weiß sind. Dann alles gut trocknen. Das Gelb verdünne ich so mit Wasser, dass es durchsichtig ist, und überziehe die Stämme und Äste mit der transparenten Farbe. Auch wieder gut trocknen. Als nächstes habe ich Magenta und Blau gemischt und trage es mit einem relativ trockenen Pinsel auf die Baumstämme auf. Alles sollte schön durchsichtig bleiben. Nachdem ich das Ganze nur kurz angeföhnt habe, kann ich mit einem feuchten Vlies oder Papiertuch an der rechten Seite, was jetzt meine Lichtseite ist, die Stämme und Äste heller wischen. So bekomme ich einen dreidimensionalen Effekt. Das seht ihr hier ganz deutlich. An der linken, also der Schattenseite, mache ich es noch etwas dunkler. Im Hintergrund ziehe ich eine erdachte Horizontlinie und oberhalb des Horizonts trage ich jetzt sehr dünn weiße Farbe auf, die ich wieder verblende.
Dabei achte ich darauf, die vorher gespachtelten Gräser nicht zu übermalen. Nach dem Trocknen überziehe ich alles mit einer Lage Acrylbinder. Das macht das Ganze etwas leuchtender und haltbarer. Hier seht ihr nochmal meinen kleinen Ausschnitt aus dem Märchenwald. War wirklich nicht schwierig, ich denke, das schafft ihr auch. Ich wünsche euch viel Freude dabei. Vielleicht sehen wir uns beim nächsten Video. Bleibt alle gesund und munter. Bis dahin. Tschüss.